Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit Gregor Gregersen hier bei Silver Bullion in Singapur. Jetzt schauen wir uns die Reserve an, also das neue Gebäude, welches aktuell gebaut wird. Der Mega-Tresor, würde ich mal sagen, ein Projekt der Superlative. Es ist unglaublich groß, wie du sehen kannst. Und es ist halt auch gerade, sind Umbauarbeiten im Gange. Das heißt, wenn wir gleich reingehen, kann es ein bisschen laut werden. Vielleicht kannst du nicht alles zu 100% verstehen. Gehört halt einfach dazu. Ja, wir können das jetzt nicht die Baustelle abschalten. Gregor, vielen Dank für den Rundgang. Vielleicht kannst du einmal kurz grobe Informationen geben. Wann habt ihr das Projekt hier gestartet? Wann habt ihr die Reserve gekauft? Und wie groß ist das eigentlich alles? Ja, also 2020 ist unser altes Lager zu klein geworden und es wurde bewusst, dass wir ein größeres Lager brauchen. Wir haben viel Glück gehabt, weil wir Covid-Krise, Banken wollten keine Kredite geben. Das heißt, es war schwierig für Leute, Gebäude zu kaufen. Aber wir hatten halt 40 Millionen Dollar in der Bank, eigenes Geld, was wir über die Jahre angehäuft haben. Und wir haben dieses Gebäude gefunden, was einen Preis von 18 Millionen Singapur-Dollar hatten. Jahr davor war es noch 28. Boah. Und konnte fast gar nicht Nein sagen, obwohl es eigentlich viel zu groß war. Dann haben wir uns andere Gebäude angeguckt, die waren halb so groß, haben das gleiche gekostet. Und haben wir gesagt, ja, es macht ja eigentlich keinen Sinn, sowas zu kaufen, wenn wir sowas kaufen können. Ja. Und so wurde die Entscheidung getroffen, das Gebäude zu kaufen. Es gibt eine Nummer von Kunden, die werde ich dann mit erklären, als wir unser Durchgang machen, warum dieses Gebäude exzellent ist für das Speichern von großen Mengen von Gold und Silber. Und es wird wahrscheinlich das größte Lager der Welt für Gold und Silber oder zumindest einer der größten der Welt. Also wenn es darum geht, Kapazitäten. Weil wir ungefähr 15.000 Tonnen an Silber speichern können. Das ist bis zu 28% des Silbervorkommen als Above Ground Known Reserves. Das ist diese Statistik von der Silver Institute. Ja. Also wir können hier mehr Silber speichern als das ganze COMEX-System und Shanghai Gold Exchange zusammen. Aber ich glaube, in China gibt es einen Tresor, der noch größer ist, oder? Ein bisschen größer. Also wir haben nachgefragt mit Firmen wie Reuters und sie wussten jetzt kein größeres Lager. Okay. Also das Größte, was sie kannten, waren 5.000 Tonnen. Das heißt nicht, dass es nicht was Größeres gibt, aber von der kommerziellen Seite her würden die nicht sehr bekannt sein. Ja. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Projekt der Superlative, ja, wenn das fertig ist. Ihr seid ja auch direkt hier am Flughafen gelegen, also es ist auch strategisch ein guter Standort, oder? Wenn man dann rein und rausfahren möchte mit den Edelmetallen. Jetzt kommt gerade ein Flugzeug, jetzt wird es ein bisschen laut. Ja. Warte mal eine Sekunde. Das Gebäude wird ein ikonisches Gebäude sein. Es wird 3.600 Quadratmeter an Onyx haben, was von hinten beleuchtet wird. Das ist ungefähr 1 Zentimeter Glas, 1 Zentimeter Onyx. Das ist eine Art Marmor und dann nochmal 1 Zentimeter Glas. Wenn man von hinten LED-Lights nimmt, kann man das dann erleuchten, sodass das Gebäude dann praktisch einen goldenen, natürlichen Erleuchtung hat. Also in der Nacht, wenn er das anschaltet. Genau. Und wenn man in Singapur landen wird, speziell in der Nacht, und auf der linken Seite vom Flugzeug runter guckt, dann wird man das Gebäude ganz klar sehen. Sehr gut. Also das bleibt so, aber diese Onyx-Fassade wird dort vorne, also auf der anderen Seite des Gebäudes. Ja, also das existieren, ist jetzt das Gebäude, 3/5 des Gebäudes hat eine Aluminiumfassade, wo ihr jetzt Teile davon seht. Das ist jetzt noch nicht alles installiert, weil da noch ein paar Kabel mit installiert werden und so weiter. Und sobald es fertig ist, kommt dann diese Abdeckung mit weg. Okay. 2/5 des Gebäudes ist diese Onyx-Installation. Das Onyx ist schon alles da. Es geht jetzt nur darum, gewisse Gerüste noch fertig zu bekommen und dann wird das dann ziemlich schnell installiert werden. Okay, super. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter, oder? Genau. Zum nächsten Punkt. Okay, das ist der Hauptspeicher für Silber. Man kann sehen, das ist wie ein Hangar. 32 Meter Höhe, ungefähr 20.000 Square Foot. Das sind so um die 1.700 Quadratmeter. Was dieses Lager sehr, sehr wertvoll macht, ist der Floor, der Grund, Der Boden. der Boden.
Der Boden kann 90 Kilonewton an Gewicht aufnehmen. Um das im Vergleich zu stellen, ein Parkhaus hat normalerweise 2 Kilonewton. Das heißt, wir können 45 Mal mehr Gewicht auf diesen Boden stecken als ein Carpark. Das bedeutet, dass ich mindestens 9 Tonnen an Silber pro Quadratmeter speichern kann. Das bedeutet in der Praxis, dass wir Silber 12 Meter hoch stapeln können. Also ungefähr, wo der zweite Balken ist. Und das gibt uns eine sehr, sehr hohe Effizienz des Speicherns. Das ist ja unglaublich. Und das ist was uns diese großen Kapazitäten gibt, weil die Idee war jetzt nicht, wir müssen 15.000 Tonnen Kapazität erschaffen, aber es war einfach Konsequenz durch den Kauf dieses Gebäudes, wo wir dann sagen, wie können wir das optimieren? Und da macht es natürlich Sinn, dass wir auch 12 Meter hoch stapeln können, weil der Boden halt so stark ist. Würde keinen Sinn machen, das 6 Meter hoch zu machen und die Hälfte der Kapazität freilassen. Das heißt, wir haben echt eine massive Kapazität, nicht nur Silber zu speichern, sondern auch andere Metalle wie Indium oder Germanium zum Beispiel. Das sind Industriemetalle, die sehr wertvoll sind, also so um die $500 pro Kilo. Haben wir also einen ähnlichen Preis wie Silber. Und den großen Vorteil, den wir jetzt haben, ist, da es mehrere Diebstahle in Rotterdam und anderen Lokationen gab, dürfen diese Metalle jetzt nicht mehr in normalen Speicheranlagen gespeichert werden, weil sie einfach zu wertvoll geworden sind. Aber diese Metalle sind zum Großteil nehmen zu viel Platz, um das in einen richtigen Tresor und die traditionellen Tresor zu speichern. Und hier bauen wir jetzt eine Kapazität mit all den Sicherheiten, die gebraucht werden, aber auch mit der hohen Kapazität, um diese Metalle dann effizient zu speichern. Also um das mal zu verstehen, das ist jetzt hier der erste Tresor, an dem wir sind. Und im Tresor werden dann noch weitere Tresore, die sehen wir dann gleich, wo dann Gold zum Beispiel drin gespeichert wird, existieren. In diesen Raum kommen praktisch nur die ich würde es mal billig ist vielleicht das falsche Wort, also die günstigeren Edelmetalle. Die günstigeren Edelmetalle gespeichert. Also wie Silber. Und wertvolle Industriemetalle. Wir sprechen also in Euro sprechen wir, sagen wir so 600 Euro pro Kilo, so ungefähr um den Dreh. Und dann Gold, was ja eher so um die $60.000 pro Kilo oder so sind, das kommt dann in andere Volts. Und das zeige ich dann später, wie Gold gespeichert wird. Weil die Bahnen, die hier gespeichert werden, das sind um die 32 Kilo. Die werden hochgespeichert und so weiter. Das heißt, es ist sehr schwierig, mit so einer Ware überhaupt aufzuheben und damit wegzulaufen und so weiter. Was man jetzt hier sieht, das ist noch ziemlich roh. Die Wände hier werden noch eine weitere Wand bekommen, eine weitere Betonwand, die jetzt bald installiert wird. Das Dach wird ein neues internes Dach bekommen. Und wenn man jetzt hier hochguckt, da sieht man diese Silver Cliff, nennen wir das. Das ist praktisch Meeting Rooms, wo Leute sitzen können und können dann von 24 Meter Höhe praktisch in dieses Lager reingucken. Also da oben, wo der Balkon ist. Wo der Balkon ist, genau. Das untere Öffnung hier, das ist eine Experience Center, das ist also für Leute, damit sie auch runtergucken können in das Lager. Und dann weiter hier ein bisschen vor uns, das ist ein Recording Studio. Also da werden dann später die Videos von euch produziert. Also wenn wir nächstes Jahr wieder so ein Video machen, dann können wir das im Recording Studio da oben machen. Super. Gut, jetzt sind wir hier ein bisschen weitergegangen. Wir sind immer noch im ersten Stock. Und das vorige, der riesengroße hangarartige Raum, das ist also, wo das Silber gespeichert wird. Das Gold auf der anderen Seite, das kommt Ihnen zu ein Class 2 Class 2 Tresor. Kannst du vielleicht mal erklären, was das bedeutet, Class 2? Ja, also ist ja so, wenn man jetzt Gold und Silber speichert, dann
muss das ja auch mit versichert werden. Das ist immer, wo gute Versicherung ist halt wichtig für einen Anleger zu wissen, dass das gut gespeichert ist. Ja. Die Versicherung gibt wiederum an, was für Sicherheitsvorkehrungen gemacht werden müssen, damit man erstens die Versicherung bekommt, zweitens, damit die Prämien auch niedrig gehalten werden können. Und wenn es darum geht, die besten Preise zu bekommen, die niedrigsten Prämien, ist der Standard für Goldspeicherung ein United Laboratories Class 2 Tresor. Das ist also ein Standard, der in den USA gibt. In Europa gibt es einen anderen Standard. Also deswegen dieses UL. UL, genau. Ja. United Laboratories. Und wenn man diesen Standard dann hat, dann kann man praktisch seine Versicherungskosten verniedrigen. Ja. Jetzt ein Tresor wie dieser hier kann so um die 2 Milliarden Dollar an Gold speichern. Boah. Also das ist die Art von... Wie groß ist der dann jetzt? Wie viel Quadratmeter? Jetzt muss ich später mal nachschauen, weil das ist jetzt einer unserer größeren, die gebaut werden. Es wird aber drin geschweißt, das sieht man so schön. Ja, um eine Idee zu geben vom Gewicht von diesen Einheiten. Also jede von diesen Panels ist ungefähr 2 Tonnen Gewicht, 2000 Kilo. Wow. Also wenn man das jetzt zusammennimmt, dann ist man so bei mindestens 40, 50 Tonnen an Gewicht nur an Stahl von diesem Tresor. Wow. Und wofür steht jetzt das Class 2? Dass man da, wie lange braucht man da durchzubohren? Oder? So um eine Stunde. Eine Stunde. Ungefähr. Also bei den Tresoren ist es geht praktisch darum, jemanden zu verlangsamen. Also wenn jetzt jemand mit all den richtigen Tools kommt und Geräten und so weiter, um irgendwo einzubrechen, also ganz professionell, dann ist dieser Standard dazu da, jemanden für mindestens eine Stunde zu verlangsamen. Es sei denn, man hat explosive, panzerbrechende Explosive und so weiter und so zu. Aber die machen natürlich viel Krach. Ja. Und dann geht es halt darum, das zu entdecken. Und da werden halt wie üblich immer Lasers, Kontaktsensoren, Vibrationssensoren, die sind ganz wichtig, weil man damit sieht, wenn jemand was bohrt und so weiter. Und dann CCTV-Kameras und so weiter. Und das wird dann alles redundant halt miteinander verknüpft. Und dann geht es halt darum, wenn was entdeckt wird, wie schnell ist die Reaktionszeit. Und wenn die Polizei jetzt mal 4 Minuten entfernt sind und man hat eine Stunde, bevor jemand reinkommt, Zeit, um dann hat man halt viel Bufferzeit mit dahinten. Das sind so ein bisschen die Überlegungen. Ja. Aber im großen Rahmen ist in Singapur ein sehr, sehr sicherer Staat. Ist ja praktisch eine Insel. Ja. Und die Versicherungen sind eigentlich nicht sehr besorgt von Diebstahl von außen, weil der Staat selber schon so sicher ist. Ja. Drum sind die Versicherungen meistens darüber besorgt, dass keine Fehler passieren, dass es keine Inside-Jobs gibt, dass so nicht intern irgendwas gestohlen wird und so weiter. Also ein Großteil der Sicherungsmethoden basieren sich eher auf das, als dass man jetzt große Besorgnis hat, dass jemand von außen kommt oder stiehlt. Daher ist die Kombination von all diesen Sachen halt, machen das alles sehr, sehr sicher. Und damit können wir die Versicherung halt sehr niedrig bringen. Und wenn man sich was überlegt, wenn man jetzt die Versicherung um 0,01% pro Jahr im Wert verringert und so ein Lager ist voll, dann sind das die 200.000 Euro pro Monat. Das heißt, es lohnt sich, dass man investiert in diese Art von Tresoren und diese Kapazitäten baut, weil dann die Kosten, mehr Gold zu speichern, halt sehr, sehr niedrig sind. Ja. Und das sind einer der großen Vorteile, die wir mit diesem Lager haben, weil so wie mit Silber, wie auch mit Gold, haben wir halt diese großen Kapazitäten und können die dann an anderen Banken mitvermieten oder an anderen Firmen, wie auch im Privatverbrauch und so weiter. Gut, und hier sind wir immer noch auf dem ersten Flur. Und hier hinter mir sind 10 weitere von den Class 2 Vaults. Den wir vorher gesehen haben, das wird hauptsächlich von uns benutzt.
während diese hier mit zum Vermieten sind Okay. für Privatunternehmen oder? Privatunternehmen, Banken und so weiter. Wir haben auch mehrere von diesen Tresore benutzt, um die dann in 30 kleinere Tresore aufzuteilen, so dass Leute bis zu 300 oder 500 Kilo an Gold in ihren eigenen Tresor in den großen Tresor speichern können mit der Versicherung und mit den niedrigen Versicherungskosten, die ermöglicht werden, indem man so einen Tresor hat. Okay. Und wenn man kurz hier guckt, das ist nochmal die Sicht in den großen Silbertresor von einer anderen Sichtweite. Und hinter uns hier an der Seite ist unsere genaue Powerstation. Also wir haben Wir hatten eine Stromversorgung. ja, also wenn es um Stromversorgung geht, das Gebäude, das war vorher eine High Voltage Facility. Wir brauchten so viel Energie nicht, das heißt, wir haben das jetzt mit neu aufgebaut. Das Gebäude hinter uns ist ist praktisch die neue Stromversorgung. Okay. Damit haben wir den Stromverbrauch des Gebäudes haben nur noch die Hälfte angebraucht. Und wir werden 280 Kilowatt an Solarpanels Um aufs Dach noch installieren. mit oben haben. Ja. Wenn das Gebäude beleuchtet wird, wird das ungefähr 56 Kilowatt brauchen. Das heißt, wir können um die 5-mal mehr Energie erzeugen als die Beleuchtung von außen. Man kann das auch noch verkaufen, so gesehen. Ja. In Singapur ist es so, man muss ja nicht heizen. Ja, man sieht es auch. Ja. Aber man muss oft kühlen. Ja. Darum ist halt auch viel Energie für die Kühlung gedacht. Ja. Der große Ressort, wo wir gerade drin waren, also dieser Riesenraum, wird eine passive Kühlung haben, weil Hitze geht ja natürlich hoch. Und wir haben etwas extra Druck durch den anderen Kühlungssystem, mit dem wir Hitze von oben praktisch rausnehmen können und können damit die Temperatur um nochmal so 2-3 Grad runterfahren. Damit brauchen wir eigentlich gar keine Kühlung für den größten Raum, was 2/5 des Gebäudes ist. Das erhöht die Effizienz nochmal groß. Und dann diese Onyx-Fassade, wie auch die Aluminiumfassade und so weiter, ist eine Art Sonnenschirm. Okay. Das reduziert den Verbrauch von Das auch Elektrizität nochmal. dann nochmal. Und die Kombination von diesen ganzen Sachen wird dann das Elektrizitätsverbrauch also um einiges runterdrücken. Das war mit einer der die Ideen, die wir machen wollten. Umwelt, aber auch Kosten. Ja. Aber ich meine, man braucht ja auch Silber jetzt nicht wirklich runterkühlen. Das kann ja auch bei Hitze lagern. Ne? Ja, aber das Gebäude wird jetzt im 2. und 3. Stock viel Kunst haben. Okay, das muss Und natürlich. da sein. braucht man natürlich die ganzen Redundanzen. Ja. Also ein Klimasystem ist nicht genug, man muss immer 2 haben. Und elektrizitätsweise muss man mindestens 2 Backups haben. Also ein Hauptsystem und dann ein System, was eingeschaltet werden kann, wenn das Hauptsystem nicht funktioniert. Und ein zweites System, was eingeschaltet wird, wenn das Backup-System nicht funktioniert. Wow. Damit hat man also eine 3-fache Sicherung, dass wir also die Temperatur genau kontrollieren können. Wir haben das Nitrogen Fire System, dass wir also kein Wasser benutzen zum Löschen, sondern dann halt Gas, zumindest in gewissen Zonen. Also Stickstoff. Stickstoff. Und das sind halt so die ganzen Systeme, die jetzt mit eingebaut Unglaublich werden. viel Infrastruktur, die auch installiert werden muss, ja? An die man erstmal denken muss. Also als Normalo denkt man an sowas ja überhaupt gar nicht am Anfang, ja? Was man alles braucht, um so ein Ding aufzubauen. Ja, darum brauchte das Gebäude auch ungefähr ein Jahr an Planung, bevor überhaupt das Bauen angefangen hat. Und nochmal ein halbes Jahr, um die ganzen Genehmigungen zu bekommen. Und dann sind wir jetzt ungefähr ein Jahr im Bauen und wir werden ungefähr noch im Oktober, November fertig werden. Das sind also nochmal gute fast 8 Monate oder so. Okay, jetzt sind wir zum 4. Stock hoch. Der 4. Stock hat eine Zone, wo Kunst mitgelagert wird. Wir haben ein Tresor, das speziell für Uhren gebaut wird. Wir haben 12.500 Sicherheitsboxen, Schließfächer. Wow. Und wir haben eine Sektion hier, wo
man Vorträge geben kann für ungefähr 100, 120 Leute. Konferenz. Wenn wir kurz hier in die Richtung hier gucken, da wird eine Treppe gebaut, die dann den 4. Stockwerk mit dem 5. Stockwerk miteinander verbinden. Wenn wir mal hier in die Richtung gehen, dann was die Boxen hier sind, das sind Schließfächer, die noch mit installiert werden müssen. Also knapp 13.000 Stück ist schon ordentlich. Ja. Und hier haben wir nochmal die Class 2 Volt. Also das sind nochmal die gleichen, die wir auch im ersten Stock gesehen haben. Aha. Was dieses Gebäude so speziell macht, ist, wie stark die Knochen vom Gebäude sind. Also das Fundament, aber auch dieser Flur. Also dieser Flur, wir sind jetzt am 4. Stock, hat immer noch 30 Kilonewton Floor Loading. Wow. Das ist immer noch 15 Mal stärker als ein Parkhaus. Und darum kann man auf diesem 4. Floor auch noch diese Art von Gewicht speichern mit diesen Art von Wie viele Tonnen wiegt jetzt so eine Tür? So eine Tür ist typisch 2 Tonnen, also 2000 Kilo. Aber kann man relativ einfach aufziehen, ja? Also ja, es ist gegengewichtet. Ja, okay. Muss nur aufpassen, wenn man es mal aufzieht oder drückt, dann geht es halt ziemlich stark vor, man muss wieder richtig anhalten. Und da ist so eine Glasplatte drin, richtig? Also wenn einer versuchen würde, da einzubrechen, dann wird es zerbrechen und das Ding absichern. Ja, also mit diesen Technologien, mit diesen Class 2 Volts und so weiter, das ist normalerweise so, dass sie verschiedene Layers haben, also verschiedene Zonen. Und eine Zone ist so gebaut, dass wenn man jetzt versucht, da mit so einem Diamantenstiel durchzubrechen, dass sich etwas bricht. Und wenn man das wieder rauszieht, dann fällt was rein und es verschließt sich praktisch wieder. Okay. Das sind so eine der Techniken, die mit diesen Sachen oft mit reingebaut werden. Okay. Ja. Um diesen UL Class 2 Standard zu bekommen. Und das wird jetzt für Kunst sein? Ja, also am 4. Stock, diese Vaults werden auch den Stickstoff-Feuersystem haben und so weiter. Und wir haben sie so gebaut, dass sie halt mit Ideal sind, langfristig sehr wertvolle Sachen zu speichern, die leicht verletzbar sind. Okay. Die also eine stabile Temperatur brauchen, wo die Humidity, die Luftfeuchtigkeit gut kontrolliert wird und im Falle vom Feuer auch kein Wasser benutzt wird. Und ein Grund, dass wir das jetzt am 4. Stock machen, ist hier in den hinteren Zone wird jetzt ein Auktionsraum gebaut. Und auf der Seite ist nochmal ein großer Auktionsraum. Und wir haben das Erlaubnis bekommen vom singapurianischen Staat, dass wir hier Auktionen machen können. Das also vom Zoning her erlaubt ist. Das heißt, wir hoffen, dass wir jetzt mit Firmen wie Sotheby's oder Philips oder andere große Auktionshäuser mitarbeiten können, sodass hier dann auch Kunst und so weiter, dass jetzt auch temporär oder auch langfristig hier gespeichert wird, mit auktioniert werden kann. Und wir sind ein zollfreies Lager. Wir haben diese sehr starke Versicherung, $800 Millionen anyone loss, also für jede Sache, die für jede Sache, die verloren werden kann, bis zu $800 Millionen. Das heißt, die Versicherung ist da, die Sicherheit ist da, das zollfreie Lager ist da. Die Infrastruktur wird jetzt gebaut. Infrastruktur ist da. Wir haben eine Küche am 6. Floor, mit dem wir also Events, Partys und so weiter bis zu 100, 120 Leute oder so wählen können. Wir haben mit einer Bar und so weiter, so dass wir das praktisch stylen können, so dass es auch ein sehr angenehmes Environment ist. Das wird quasi ein All-in-One-Zentrum, wo man alles zum Thema Vermögensschutz machen kann. Genau. Der 1., 2. und 3. Stock sind praktisch die Hochsicherheitssektionen, wo Gold, Silber, Kunst und so weiter, Whisky, vielleicht auch Wein mit gespeichert wird. Und dann der 4. und 5. Stockwerk sind so die Stockwerke, wo Leute praktisch kommen können ihre Schließfächer mit benutzen, können die Auctions mitmachen, können auch mit Partys haben. Also wir haben jetzt schon eine Nummer von Firmen, große Brands, auch in der Mode und so weiter, die jetzt sehr interessiert sind,
hier exklusive Events zu haben und so weiter. Ja. Also das ist mit die Idee vom Gebäude. Ja, schön, dass man hier auch so exklusive Partys da machen kann oder Events hosten kann. Ich hoffe, dass wir auch mit unserer Community in Zukunft hier ein paar Seminare wieder veranstalten können. Und ja, dann kannst du das alles hier persönlich auch sehen, ja, in Singapur, wenn es dann fertig ist. Also das wird ja dann noch ein paar Monate dauern. Genau, wenn wir jetzt hier weitergehen. Ach, guck mal, hier steht noch eine Tür. Hier kann man sehen, hier ist nochmal eine Tür. Auch ein Standard, das ist irgendwie 2 Tonnen. Der Grund, dass diese Tür hier steht, ist, dass hier wird ein weiterer Tresor gebaut. Okay. Und um so eine Tür zu installieren, braucht man eine Kräne und so weiter, die zu groß sind, im Aufzug hochzubringen. Das heißt, man muss praktisch eine Mauer einschlagen und dann mit einem großen Kran von außen aus so eine Tür zu installieren, wegen dem Gewicht. Ja. Darum muss halt erst die Tür kommen und dann später wird drumherum die anderen Sachen weitergebaut. Und dann habt ihr hier die Wand rausgerissen oder irgendeine andere vorher und die ist dann wieder verschlossen worden? Das ist jetzt wenn man jetzt ein Kunstwerk hat und so weiter und möchte jetzt das vorführen, also ein Ausstellungsraum. Im Ausstellungsraum, dann wird diese Zone also benutzt werden. Diese ganze Zone ist hinter einer weiteren internen Sicherheitszone, sodass wir praktisch Kontrollen haben, wenn man reinkommt. Das Gebäude ist so aufgeteilt, dass verschiedene Zonen gewisse Sicherheitssektionen hat, sodass man jetzt nicht jede Person, die zum Gebäude kommt, durch diese durchjagen. Also dass man praktisch nicht ständig überall kontrolliert wird, wenn man es nicht braucht. Ja. Und wenn man jetzt eine Situation gibt, wo man es machen muss, dann wird das halt gemacht und sonst nicht. Okay. Damit wurde das ganze Gebäude halt so optimiert, dass man auch Events und andere Sachen machen kann, ohne dass man jetzt diese sehr eindringliche Sicherheit hat, die man sonst in gewissen Vaults haben würde. Ja. Und trotzdem die Sicherheitsvorkehrungen hat, die man braucht. Ja. Dieses Tresor hier, das wird übrigens der Tresor für die Uhren werden. Ah, der Uhrentresor. Da werden ungefähr 2000 Uhren gespeichert, jede Uhr auf einen eigenen Winder. Also damit sie gedreht wird, damit sie Bewegung hat, weil hochwertige Uhren, sagen wir so 100.000 Euro Uhren und so weiter, wenn man die in eine Sicherheitsbox steckt und die dann 10 Jahre dort liegen lässt, dann ist das normalerweise nicht gut für eine Uhr. Idealerweise müsste sie immer wieder mal bewegt werden. Und das machen wir hier mit den Lagern. Wir haben auch ein Watch-Workshop, also ein Laborator mit Watchmakers von Rolex, AP und so weiter, die Maintenance, also die Wartung der Watchen machen kann, wie auch die Authentifizierung. Okay. Also die Idee ist, wenn hier eine Uhr reinkommt, dann wurde die auch geprüft, dass es die echte ist, dass Checks gemacht wurden, dass sie nicht gestohlen wurde und so weiter. Und wenn sie mal hier drin ist, es ist auch ein zollfreies Lager, das heißt, es gibt keine Steuer. Okay, also kann man auch untereinander handeln, rein theoretisch. Und dann kann man praktisch als Besitzer der Uhr sagen, ich möchte mir jetzt, habe eine 100.000 Euro Uhr, ich möchte mir eine 70.000 Euro Geld leihen, im Wert von 70.000 Euro, benutze meine Uhr als Sicherheit. Die Zinsen sind momentan so um die 6% oder so. Also dasselbe, was ihr mit dem Edelmetall bereits macht, mit dem P2P-Markt? Genau, das ist das Edelmetallsystem, das kann sich dann an die Uhren erweitern. Es hat die gleichen Sicherheiten wie auch das Gold und Silber, also mit dem Sweeper Fund und so weiter, sodass für jemand, der jetzt der Geldgeber ist, so gut wie kein Risiko da ist, ob es jetzt Gold ist oder auch eine Uhr. Und was man noch machen kann, wenn man jetzt diese Uhr hat, kann man, wenn man Interesse hat, praktisch sagen, ich möchte Bids annehmen, also ich akzeptiere Anfragen, Gebote von Leuten, die an meine Uhr interessiert sind, mit einem Mindestwert von X. Also wenn ich jetzt 100.000 Euro Uhr habe, kann ich sagen, ich akzeptiere 120.000 Euro oder hohe Gebote. Und wenn es mich interessiert, dann kann ich praktisch die Uhr verkaufen.
Wir verdienen praktisch nur eine kleine Marge an der Sache als Mittelhändler praktisch und als Custodian. Aber der Wert der Uhr und der Großteil des Geldes geht dann halt zwischen den Kunden direkt. Und damit über Zeit würde das dann wahrscheinlich eine sehr exklusive, hochwertige Sammlung an Uhren werden. Ja, ist auch einmalig, also ich kenne das so noch nicht, habe ich noch nicht gehört, dass es, auch der P2P-Marktplatz mit den Edelmetallen ist ja einmalig, das habt ihr auch quasi erfunden. Und dann jetzt noch mit den Uhren ist natürlich genial, also das war eine sehr gute Idee. Und es gibt halt sehr viele Leute, die an Uhren interessiert sind, die vielleicht gar nicht so an Gold und Silber interessiert sind. Und die werden dann hier vielleicht herkommen wegen den Uhren. Ja. Aber als sie dann hierher gehen, sehen sie dann auch das Silber, das Gold und vielleicht entwickelt sie dann auch ein Interesse an Silber und Gold. Ja. Und damit unterstützen sich diese verschiedenen Angebote halt gegenseitig. Ja. Und das ist mit einer der Konzepte, die wir jetzt hier in der Reserve mit aufbauen. Sehr interessant, ja. Wenn wir jetzt weiter hier in die Richtung gehen, hier kommen die was diese Leitungen sind. In diesem Raum gibt es praktisch 5 kleine Räume, sodass wenn jetzt jemand seine Safe Deposit Box nimmt, geht er in den Raum und kann dann praktisch seine Box Sachen rein und rausnehmen und so weiter. Also wo man anonym oder wo man nicht gesehen werden kann, abgeschirmt. Genau. Ja. Natürlich brauchen wir auch Wasser, Sicherheitssysteme dort und das sind praktisch die Verbindungen, die mitgebaut werden. Also 12.500 Safe Deposit Boxes und 5 Räume, Privaträume, wo Leute dann ihre Boxen praktisch anpacken können. Also die kann man dann jährlich mieten von euch? Genau. Ja. Ja. Und was speziell ist mit diesen Boxen, also in Singapur gibt es so gut wie keine Schließfächer von Banken. Okay. Mehr. Sie haben früher mal welche gehabt, die sind aber fast alle vermietet. Und es ist sehr rare, dass man das nochmal bekommen kann, weil die Banken eigentlich nicht mehr davon bauen. Dann gibt es Boxen vom Cisco. Das ist einer der größten Betreiber von diesen Boxen in Singapur. Aber eine der Probleme von den Boxen ist, dass sie nur 6 Kilo an Gewicht nehmen können. Und wir hatten einen Kunden, der hat ziemlich viel Silber von uns gekauft, hat in die Boxen reingesteckt und dann ist die Box zusammengebrochen in die untere Box rein. Und seitdem ist dieses 6 Kilo Limit also ziemlich stark durchgesetzt. Und darum, als wir das gebaut haben, wollten wir sicherstellen, dass wir stärkere Boxen haben. Okay. Und darum sind wir hier bei mindestens 16 Kilo. Okay. Das ist mit einer der Verbesserungen, die wir praktisch gebracht haben in den Boxen in Singapur. Ich meine, das Gute ist natürlich jetzt hier auch, dass man einen bankenunabhängigen Standort wieder hat. Also man hat ja kein Schließfach in der Bank. Das sollte man ja auch unbedingt vermeiden eigentlich, wenn man ja nicht möchte, dass wenn kann auch mal Bank Holiday kommen, dass eine Bank schließt und dann kommt man an sein Schließfach nicht. Das hat man ja hier mit dem Privatunternehmen, das Problem hat man nicht. Und ich kann als Ausländer hier dann auch, ohne dass ich in Singapur leben muss, kann ich so ein Schließfach mieten, richtig? Ja. Und das Wichtige mit diesen Boxen, was den Leuten manchmal nicht so bewusst ist, wenn man das Gebäude mietet, dann hat man immer ein Riesenproblem, weil sobald man Boxen aufbaut und dann wird die Miete auf einmal verdreifacht und man kann die Boxen nicht bewegen, dann hat man ein Riesenproblem. Das heißt, man sollte eigentlich nur irgendwo speichern, wenn das ganze Gebäude auch Teil der Firma ist. Das ist bei euch ja der Fall. Genau, damit man eine gewisse Permanenz hat. Ja. Und ich meine, wir investieren jetzt um die $70 Millionen in dieses ganze Gebäude. Das heißt, wir investieren viel Kapital und das Gebäude wird es hier auch geben. Langfristig. Und es gibt keinen Vermieter, der uns rausschmeißen kann. Ja, das ist sehr gut, ja. Das ist also das Wichtige bei solchen Boxen. Ja. Also insgesamt fast 90 Millionen an Investment jetzt hier für das Gebäude mit Kaufpreis. So um die 70 Millionen Singapur-Dollar. Also in Euro sind das dann vielleicht mehr um die. Also sind da schon ist der Kaufpreis von 18 Millionen schon inkludiert? Oder ja. Okay, perfekt. Gut. Wir kriegen das ziemlich billig hin. Weil wir in der Lage waren, ein Projekt zu machen, was so interessant ist, dass sehr viele Firmen mit Teil vom Projekt sein wollen, weil sie mit in ihrem Portfolio zeigen wollen, dass sie die Reserve mitgebaut haben. Ja. Und dadurch waren wir in der Lage, die Preise runterzudrücken,
weil viele Firmen, für die war es okay, praktisch sehr wenig Profit zu haben in der ganzen Sache, weil sie praktisch das mit als Portfolio-Item haben wollen. Und das war mit einer der Gründe, was wir für diese 70 Millionen Singapur-Dollar bekommen, ist eigentlich um einiges mehr, was man sich sonst so erwarten würde. Weil es auch ein Aushängeschild ist letztendlich für die ganzen Unternehmen. Genau. Ja. Okay. Okay, ja, und jetzt, das ist immer noch der 4. Floor, das ist der andere Teil des Gebäudes. Hier wird die Treppen kommen, um mit auf den 5. Floor zu gehen. Hier kann man diese Wände, das wird diese Onyx-Fassade werden. Okay. Das Schöne mit den Onyx ist ein Naturstein, das Licht kommt durch. Je nach Sonnenlage wird sich das Licht praktisch verändern. Das ist Teil, das im ganzen Gebäude also mit einem Charme gibt. Und wo wir jetzt sind, das werden unsere Backoffices werden, also unsere Büros von der Firma. Accounting wird hier sitzen, Customer Service wird hier vorne sein und vor uns hier werden praktisch die Passagieraufzüge sein, wo Kunden praktisch hochkommen. Wenn ein Kunde, ist hier die ganze Empfangshalle. Ja, das hier wird alles Empfangshalle. Diese Zentralzonen, das ungefähr 8 Meter große Zonen, das sind praktisch offene Zonen. Okay. Und hier auf dieser Seite, hier wird der Watch Workshop kommen. Also hier werden die Uhren dann praktisch Beratung gemacht, identifiziert und so weiter und so fort. Das sind dann ungefähr so um die 200 Quadratmeter an Laboratorium sozusagen. Uhren hier, Silver Bullion hier und dann hier haben wir die Experience Center. Also wenn ein Kunde kommt, wir werden hier so eine kleine Version von den Volt bauen, wie man hier vorne auch sieht, das sind die Volt-Teile, so dass Leute auch ein bisschen sehen, was das mit Gold und Silber alles auf sich hat. Wow. Man kann dann hier runter gucken und das ist der Silver Vault. Und das Silver Vault, wie gesagt, man wird das Silber bis 12 Meter Höhe ungefähr stapeln werden. Von hier sind wir ungefähr um die 18 Meter Höhe. Das heißt, man guckt so 6 Meter runter auf die oberen Silberbahnen, die damit gespeichert werden. Und in dieser Zone kommt das ganze Software Development und IT, die dann sitzen. Okay. Also als Firma, wir haben Silver Bullion, das ist die Hauptfirma. Wir haben Safe House, das ist der Tresorfirma sozusagen. Die Reserve ist das Gebäude und dann haben wir noch Little Bit. Und Little Bit ist die Software Development Firma, die praktisch die ganze Software baut, die wir hier mit benutzen. Und auch den Cash Gold Token oder der ist auch nochmal von einer anderen Firma? Ja, andere Firma. Okay. Ja, und hier sind wir auf dem 5. Flur. Der 5. Flur ist Lounge Area, Wealth Managers. Also wenn jetzt hier ein Besucher kommt und er bringt jetzt vielleicht auch einen Kunden mit, der würde dann hier zum 5. Flur gehen. Am Ende hier ist eine Bar und ist auch eine Zone, wo man was essen kann und so weiter. Es gibt hier viele Meeting Rooms und wir haben hier auch Offices, die praktisch wo vermieten werden kann. Wenn wir in diese Richtung gehen, das sind mit Offices und Meeting Rooms. Hier oben ist ein Skylight, wo man praktisch Naturlicht mit reinkommen sieht. Und jetzt kommen wir zum Silver Cliff. Ja, und das hier, das ist der Silver Cliff. Also das ist eine Art Balkon, wo wir Stahlfenster mit haben werden. Und man kann hier praktisch sitzen und man kann runterschauen. Man kann jetzt, wenn man einen Kunden mit herbringt, wenn ich jetzt sage Kunde, das heißt, dass eine Bank oder eine andere Firma, die einen Kunden hat, der interessiert ist, Gold zu kaufen oder Silber zu kaufen und fragt halt nach dem Physischen. Wenn einer Mitglieder ist hier mit der Reserve, dann kann der Wealth Manager oder der Banker, der kann praktisch seinen Kunden hierher bringen und kann sagen, ja, wir sitzen jetzt hier, holen uns den Kaffee von der Bar, gucken hier runter und dann wird praktisch erklärt, wie das Silber und Gold, das gehört den Kunden.
in denen es ja direkt an den Kunden verkauft wird, die Versicherung, was alles mit beschützt wird, wie das Gold getestet wird und dann natürlich diese Geschichte, von der wir vorher gesprochen haben, dass es halt nur Singapur Jurisdiktion hat. Und die Idee mit dieser Zone ist halt, dass nicht alle Kunden unsere Kunden, also Silver Bullion Kunden sein müssen, sondern dass wir halt mit anderen Parteien auch arbeiten wollen, die halt Kunden haben, die 10 bis 15% ihres Vermögens in physisches installieren wollen. Und heutzutage gibt es mehr und mehr Leute, die diese Anforderungen haben. Und Banken haben normalerweise keine gute Antwort darauf. Darum haben wir gesagt, ja, wenn die Kunden das wollen, dann ist auch im Interesse der Bank oder des Finanzunternehmens, dass sie eine Lösung für den Kunden haben. Und damit können wir zusammenarbeiten. Und das ist also mit die Idee, die wir hier mit aufbauen. Also quasi eine Win-Win-Situation. Ja, und der Kunde kriegt ein Erlebnis. Ja. Das ist so eine Art Universal Studios, die wir hier mitbauen. Ja, dass man man kann auch mitlernen, wie wir Gold testen, in verschiedenen Art und Weisen, also Electrical Conductivity, Ultraschall, X-Ray, Spectrography, Density, Magnetism und so weiter. Das sind alles verschiedene Methoden. Damit können Leute praktisch lernen, wie so Sachen gemacht werden. Und natürlich sprechen wir immer gern über Ökonomie und Schulden und warum das nicht gut ist und so weiter. Warum es Sinn macht, Edelmetalle zu kaufen. Ja. Ja, super. Und dann hier hinten, das wird das Recording Studio werden, das neue. Silver Bullion TV. Silver Bullion TV, wie auch andere, also kann auch mit vermietet werden. Falls wir nochmal ein Video machen mit dir. Genau. Okay. Wie gesagt, nächstes Jahr machen wir es hier drin machen. Ja, sehr gut. Ja, dann haben wir soweit die Reserve vorgestellt, oder? Nicht alles, ja, aber die Hauptsachen. Genau. Danke dir dafür. Und wenn du Interesse hast, über Silver Bullion mehr zu lernen, dann findest du unter dem Video den Link und besuch einfach die Webseite, kontaktiere Silver Bullion und vielleicht besuchst du die Reserve in Zukunft ja auch mal selber. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.